Andi hatte von Anfang an recht. Was meinst du damit? Ich habe Olivia auf ihn angesetzt. Sie sollte euch beide auseinanderbringen. Wie wär's, wenn Sie sich einfach aus Dingen raushalten, die Sie nichts angehen? Charlie liegt verletzt im Krankenhaus. So schwer es mir fällt, aber ich werde Anzeige gegen Ihre Frau erstatten. Das ist das Mindeste, was ich für Charlie tun kann. Konstantin, was ist passiert, als ich krank war? Elisabeth war ziemlich wütend auf mich, weil ich mich auf Adrian Degenhardts Seite. Komm, bitte sprich weiter. Ich kann sie auch verstehen irgendwie. Ja, und dann hat sie dich vom Schloss geworfen. Wirklich, Elisabeth? Am Ende war es Ansgar. Aber vielleicht solltest du dich damit auch im Moment nicht belasten. Konstantin, bitte. Degenhardt konnte sich dein Vertrauen nur erschleichen, weil wir beide nicht offen zueinander waren. Wenn wir jetzt wieder mit dieser Geheimniskrämerei anfangen... Elisabeth hat damit gedroht, auszuziehen. Sie wollte mit mir nicht länger unter einem Dach wohnen. Da blieb Ansgar ja nichts anderes übrig, als mich wieder vor die Tür zu setzen. Sei vorsichtig mit der Wärmflasche. Falls das eine Blinddarmreizung ist, macht die Wärme alles nur noch schlimmer. Ich hätte nur das Stück Pizza von gestern nicht mehr essen dürfen. Willst du nicht lieber zum Arzt gehen? Wenn ich bei jedem bisschen Bauchschmerzen gleich zum Arzt rennen würde. Dann lass uns wenigstens Leonard anrufen. Quatsch. Das ist heute Abend wieder vorbei. Siehst du? Ist jetzt schon besser. Ja, man sieht's. Leonard? Gregor. Hi, Jana. Ist Leonard da? Ich bräuchte mal seinen ärztlichen Rat. Tut mir leid, er ist gerade im Badezimmer. Hör zu, Sarah hat heftige Bauchschmerzen. Könnte der Blinddarm sein. Aua. Ach, was halb so wild? Und so wie sie rumzickt, kann ich ihr keinen anderen Arzt zumuten. Richte Sarah schöne Grüße aus. Wir sind gleich bei euch. Dankeschön. Bei Sarah und Gregor? Tut mir leid, dass ich rangegangen bin, aber du hast meinen Ruf nicht gehört. Schon gut. Mann, ich hatte mich eigentlich auf einen ruhigen Abend mit dir gefreut. Und du ja wohl offensichtlich auch. Sarah hat sehr starke Bauchschmerzen. Gregor vermutet, es ist der Blinddarm. Also gut, ich beeile mich. Ich komme mit. Nein, lass mal. So habe ich wenigstens einen Grund, schnell wieder hier zu sein. Lass mich raten. Von Coco? Von ihrem DJ-Treffen? Geile Performance, mir fliegen hier gleich die Ohren weg. Kannst du dich nicht entscheiden, ob du dich setzen willst? Doch, klar. Ein Prosecco auf Eis. Bitte. Okay. Was denn so früh? Willst du aber jemand wissen? Ja.
habe Feierabend für heute. Ich habe mir den Prosecco wirklich verdient. Du, wenn du nachher noch Lust auf mehr hast, im Blue Eyes ist noch Happy Hour. Ich bin auch da. Sorry, ich habe schon was vor. Oh, das nenne ich aber Pech. Hätte ein netter Abend werden können. Ich bin gleich zurück, ja? Tja, abgeblitzt würde ich sagen. Die steht nachher noch bei mir auf der Matte. Nee, ehrlich gesagt, ich bin ziemlich daneben, was du hier mit Olivia abziehst. Hast du eigentlich vergessen, was sie mit mir abgezogen hat? Sie hat meine Beziehung kaputt gemacht. Mann, Lisa hat mir echt was bedeutet. Na und du spielst mit Olivias Gefühlen. Das ist auch nicht viel besser. Ich erteile ihr nur eine Lektion. Die hat sie auch verdient. Die Köchin hat sich streng an ihre Diätvorschriften gehalten. Ja, das war zu befürchten. Du bist schon den ganzen Nachmittag so schweigsam. Ich habe mit Konstantin gesprochen und ihn gebeten, wieder aufs Schloss zu ziehen. Gut. Auf einmal. Bitte? Elisabeth, du weißt doch ganz genau, wie viel Sorgen ich mit dem Jungen gemacht habe. Und du lässt ihn einfach vom Schloss werfen. Und ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Konstantin gehört zu den Lahnsteins. Hier ist sein Zuhause. Vielleicht bin ich zu weit gegangen. Aber der Junge... Entschuldige bitte, aber hast du noch mehr solcher Überraschungen parat? Tut's noch weh? Also, Fieber hast du jedenfalls keins. Ich müsste dann jetzt mal deinen Bauch abtasten. Tut das weh? Und das? Auch nicht, nein. Also deinem Blinddarm geht es bestens. Ich vermute mal, du hast einfach was Falsches gegessen. Ich schreibe dir was Pflanzliches auf. Gibt's in jeder Apotheke. So. Damit bist du schnell wieder auf dem Damm. Ja, prächtig, danke. Aber keine Sorge. Ich pflege deine Schwester schon wieder gesund. Magst du noch was trinken? Nein, ich muss dann los. Jana wartet. Also, gute Besserung. Danke. Der hatte es aber verdammt leicht. Ja, auch ein Arzt will halt mal seinen Feierabend. Dann wedeln Sie halt im zuständigen Ministerium mit ein paar $, extra, ja? So. Verzeihen, Herr Degenhardt, Graf Lahnstein. Danke, Frau Kübler. Das ist aber eine Überraschung. Na? Von den Toten wieder auferstanden? Ganz so weit war es noch nicht.
Ich hätte es auch wirklich tragisch gefunden, wenn ausgerechnet mein Lieblingsgegner noch vor dem endgültigen Knockout das Handtuch geworfen hätte. Wie ich gehört habe, hast du dir in der Zwischenzeit selbst eine blutige Nase geholt. Bist du deswegen hier, um meine Nase zu inspizieren? Nein. Wie konntest du Konstantin in deine widerlichen Intrigen hineinziehen? Der Junge hat sich nach nichts mehr gesehnt als einem Vater, der ihm eine Orientierung gibt. Die du ihm offenbar nicht bieten konntest. Wie herzlos muss man eigentlich sein, um so mit den Gefühlen des eigenen Kindes zu spielen? Mein Gott, Johannes, wir werden nicht so pathetisch. Der Junge muss noch viel lernen, ehe ich in ihm meinen Sohn sehe. Besonders originell ist der Typ ja nicht. Klar ist Coco besser, aber solange die Leute hier auf der Tanzfläche tanzen und sich ab und zu an der Bar abkühlen. Tja, so viel los, hä? Aber eine fehlt. Olivias Zeit kommt noch. Ich denke eher, sie hat endlich gerafft, dass du sie verarscht. Ganz so blind macht eben Liebe doch nicht. Hätte ich wirklich mal gewettet. Stimmt. Bist du denn sicher, dass sie deinetwegen da ist? Ja klar, warum denn sonst? Hey, hier, der Cocktail des Abends wartet schon auf dich. Ja, dann hatte er aber Glück, dass mein Date heute doch noch geplatzt ist. Tja, Glück gehört eben dazu. Hast du Bock zu tanzen? So gut drauf heute Abend? Musst du gar nicht arbeiten? Bei besonderen Anlässen löst mich mein Kumpel Christian gerne ab. Also? Okay. Beruhige dich, Johannes, beruhige dich. Nimm Rücksicht auf dein schwaches Herz. Ich möchte wirklich nicht schon wieder den Notarzt rufen müssen. Wenn ich eines Tages sterbe, habe ich wenigstens eine Familie um mich. Deinen Tod wird außer ein paar betrogenen Investoren und Analysten niemand bemerken. Ich finde es wirklich außerordentlich amüsant, mit welcher Selbstgerechtigkeit du Unterschiede zwischen mir und deiner Familie machst. Wie bitte? Ja, du schwingst doch auch immer nur die großen Predigten. Dabei ist es mit eurer Moral nicht so weit her. Du liest so viel Schmierereien in der einschlägigen Presse, mein Lieber. Glaubst du wirklich, ich bin so dumm wie die Polizei und durchschaue eure kriminellen Machenschaften nicht? Du hast keine Ahnung. Wovon redest du? Frag doch mal deinen Sohn Ansgar, wieso ich wegen Fahrerflucht im Falle Charlie Schneider in Untersuchungshaft war. Und wer dafür die Beweise gefälscht hat. Für unsere Hochzeitsreise sollten wir irgendwo hinfahren, wo man die Sterne sehen kann. Ich kenne da einen romantischen Ort. Und der ist ganz in der Nähe. Ach ja? Was ist denn los mit dir? Nichts. Ist das mit Sarah doch was Ernstes? Entschuldige, ich muss bloß die ganze Zeit über Konstantin nachdenken. Dass das mit Familie noch immer so kompliziert sein muss. Aber was stöhne ich hier eigentlich rum? Ich kann so froh sein, dass ich dich habe. Mit dir kann man echt Spaß haben. Findest du? Ja, aber jetzt wäre ich lieber mit dir allein. Soll das eine Anmache sein? Nein, das ist nur ein Vorschlag. Aber dafür ein sehr ernster. Na komm, ich besorge uns eine Flasche Sekt und dann gehen wir beide nach oben. Aber laufen wir nicht weg, ja? Ich pack es nicht, die fällt echt wieder auf dich rein, oder was? Tja,
Andi, hast du mal kurz einen Moment? Hast du nicht normalerweise Hausverbot? Ja, es dauert nur ganz kurz, okay? Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Was? Es tut mir leid, dass ich Lisa und dich auseinandergebracht habe. Bist du besoffen? Ich habe Lisa alles gestanden. Ich habe keine Ahnung, ob ich das noch was nützt, aber ich drücke euch die Daumen. Was wollte Konstantin denn hier? Kümmere dich gefälligst um deine Sachen, ja? Und lass mich gefälligst in Ruhe. Guten Morgen, Ansgar. Frühstücksleute gar nicht? Tut mir leid, ich habe noch einen Termin. Du hast Konstantin vom Schloss geworfen? Vater, Außerdem behauptet Degenhardt, du hättest Beweise manipuliert, um die Fahrerflucht auf ihn zu schieben. Ich nehme stark an, dass das gelogen ist. sag mal, wie konntest du? Das fragst du noch? Dieser Mann setzt alles daran, unsere Familie und die Firma zu vernichten. Er hat Konstantin für seine Zwecke missbraucht. Er hätte dich damit fast ins Grab gebracht. Das ist doch alles kein Grund, jemanden unschuldig ins Gefängnis zu bringen. Ausgerechnet du. Hast du vergessen, wie du selbst damals unter der Untersuchungshaft gelitten hast? Bestimmt nicht. Ganz davon abgesehen ist überhaupt klar, dass du dich zum Komplizen des wahren Täters gemacht hast. Die Polizei hat durch deine Manipulation wertvolle Zeit verloren. So, ich muss jetzt leider wirklich los. Jedenfalls werde ich versuchen, die Fahndung auf meine Weise zu unterstützen. Vater, ich finde, das ist ausschließlich Sache der Polizei. Wenn ich etwas zum Fahndungserfolg beitragen kann, dann werde ich das auch tun. Das sind wir schon Charlie Schneider schuldig. Also ich finde, du solltest dich jetzt wirklich schonen. Du hast gerade einen schweren Herzinfarkt hinter dir. Gut, also wie auch immer, ich muss jetzt wirklich los. Ich muss ganz dringend ins Büro. Sag mal, wird es heute noch was? Ich kann nicht hexen. Hallo. Hi. Na, wie geht's meiner Ex-Mitbewohnerin? Naja, wenn die Bedingung etwas schneller wäre und die Männer nicht ganz so zickig, dann würde es mir eigentlich ganz gut gehen. Immer noch der gleiche Typ. Ich kapier's einfach nicht. Ich meine, es gibt Tage, da läuft alles super und dann gibt's Tage, dann lässt er mich fallen wie eine heiße Kartoffel. Das ist ganz schön erwischt. So schlimm ist es auch nicht. Vielleicht liegt's genau daran, dass du nicht zu deinen Gefühlen stehst. Bei Gregor und mir hat's genau deshalb so lange gedauert. Dein Typ ist bestimmt nur unsicher, weil er nicht weiß, was du wirklich von ihm willst. Er hat selbst Angst vor einer Abfuhr. Gerade bei so einer Frau wie dir. Das heißt, Lisa weiß jetzt, dass du sie nie mit Olivia betrogen hast. Das hat Konstantin zumindest gesagt. Dann wird mir auch klar, warum du Olivia gestern Abend so plötzlich abgeschossen hast. Ach Mann, die Schlampe ist mir doch scheißegal. Ja, Andi, ich hab dir von vornherein gesagt, das mit der Rache, das ist eine Schnapsidee. Stattdessen hättest du dich lieber mal wieder früher um Lisa kümmern sollen. Was machst du eigentlich noch hier? Komm, Lisa hätte sich ja auch mal bei mir melden können. Immerhin weiß sie es ja wohl länger als ich. Du erwartest nicht im Ernst, dass sie jetzt den ersten Schritt auf dich zumacht. Und dich jetzt anspricht, oder wie? Nein, aber... Mensch, Andi, wahrscheinlich hat sie einfach ein schlechtes Gewissen und traut sich nicht. Sie denkt, du wärst sauer. Und dass du euch beiden keine Chance mehr gibst. Abgemacht, Jana, dann bis gleich. Du hast dich schon wieder verabredet? Du bist doch noch gar nicht fit. Wenn ich für uns unten Croissants holen kann, kann ich auch mit Jana über die aktuellen Modetrends quatschen. Ja. Hab ich denn nur diese Zeitschriften?
Na, die hast du aber gut versteckt. Ja, das ist noch eine Angewohnheit aus der Zeit mit Olivia. Du hast Boxhandschuhe, das ist ja der Wahnsinn. Meine allerersten Boxhandschuhe. Die haben mir immer Glück gebracht. Und nicht nur im Ring. Und jetzt sollen sie auf dich aufpassen. Damit nie mehr was Gemeines durch deine Deckung kommt. Die sehen so aus, als hätten die einiges mitgemacht. Muss mich wohl vor dir in Acht nehmen. Sarah. Das ist nur ein Geschenk von Leonard. Leg dich lieber noch mal eine Weile hin. Quatsch, ich brauche einfach nur Frühstück. Ach, das ist wirklich unheimlich nett von euch, dass ihr mich extra abholt. Aber Charlie, das ist doch selbstverständlich. Hast du denn auch alles? Naja, ich muss noch auf den Krankenhausbericht warten für die Weiterbehandlung bei meinem Hausarzt. Ja, setzen wir uns doch in Moment. Ja, ja. Hoffentlich beeilen die sich jetzt. Ich kann kein Krankenhaus mehr sehen. Vor allem das Essen. Aber wem sage ich das? Deine Zwangsdiät hat ja mal ein Ende. Ja. Ich habe mir im Übrigen überlegt, eine Belohnung für Hinweise auf den Fahrerflüchtigen auszusetzen. Ach, wirklich? Ja, vielleicht findet sich ja noch ein Zeuge und das ist ja wohl das Mindeste, was ich für dich tun kann, Charlie. Nachdem du uns so selbstlos geholfen hast. Ich habe immer noch diesen Degenhardt in Verdacht. Auch wenn er nicht selbst am Steuer saß. Er hat sicherlich jemanden gedungen, mich zu töten. Wer immer es war, wir werden dir helfen, ihn zu finden. Hi, hi. 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 Ist Sarah noch oben? Ja. Und du? Willst du auch über Modetrends quatschen? Nein, ich bin wirklich nur hergekommen, um Kaffee zu trinken. Ja. Sag mal, boxst du eigentlich noch? Ja, viel zu selten allerdings. Wieso? Ich bin da zufällig drauf gekommen. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Du hast doch heute deinen freien Tag. Geh doch mit Gregor in den Boxclub. Also, wollten wir nicht was unternehmen? Du beschwerst dich doch immer, dass du dich viel zu wenig bewegst. Ja. Außerdem dürften wir in etwa die gleiche Gewichtsklasse haben. Oder hast du Schiss? Die Idee, eine Belohnung für Hinweise auf den Fahrerflüchtigen auszusetzen, schien dir nicht sonderlich zu gefallen. Wie kommst du darauf? Weil ich annehme, du weißt Bescheid. Habe ich recht? Ansgar wollte Degenhardt die Fahrerflucht in die Schuhe schieben. Ist Rechtsbeugung ein neues Hobby von dir? Die Polizei hatte doch schon ermittelt. Wir mussten unbedingt etwas unternehmen. Wieso musst du dir etwas unternehmen? Ach, ich verstehe. Ansgar wollte nur Degenhardt belasten, sondern gleichzeitig den Verdacht vom wahren Täter ablenken. Wer war es? Ansgar. Andi. Hi. Wolltest du gerade zu mir? Du hast mit Konstantin gesprochen. Und? Glaubst du mir jetzt? Baby, ich habe dich nie betrogen. Du bist sogar das erste Mädchen, bei der ich noch nicht mal an ein anderes Mädchen gedacht habe. Ich weiß, das kommt jetzt alles ein bisschen plötzlich für dich, aber ich liebe dich immer noch, Lisa. Und wenn wir beide nochmal von vorne anfangen und das einfach alles wieder Hey, komm, sag doch irgendwas. Es geht nicht mehr. Es ist aus, endgültig. To